Hallo, vor kurzem haben wir ein Video online gestellt mit dem Titel Bye Bye Dubai, in dem wir argumentieren, dass Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate zusehends für Mandanten unattraktiv werden. Und Grund dafür, fanden wir, war die am Anfang vom Juni 2023 eingeführte Gewinnsteuer. Dieses Video hat für ziemlich Furore gesorgt und da dachten wir uns, wir stellen noch mal was zusammen, indem wir uns mit den 7 wichtigsten Punkten zur Gewinnsteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten auseinandersetzen. Hallo Sebastian, vielen Dank, dass du dir noch mal Zeit genommen hast für dieses Thema. Hi, gerne, ja. Hallo. Ich dachte, ich gebe dir jeweils ein Schlagwort und du sagst 1, 2 Sätze dazu und so kommen wir auf unsere 7 Punkte, die alle vor Augen haben sollten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. So machen wir das gerne. Super. Schlagwort 1, Buchführung. Genau, also ganz wichtig, für fast alle Unternehmen in den UAE gelten ab sofort die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung analog zur EU, würde ich sagen. Ja, auch für Kleinunternehmen. Ja. Wir schauen uns gleich nochmal eine Ausnahme an, aber die Buchhaltungsstandards sind IFRS oder GAAP. Aber ganz wichtig, wer in die Emirate umgezogen ist, letztlich um hier sich von den lästigen Buchhaltungspflichten zu befreien, der ist nun aller Wahrscheinlichkeit wieder dort am Anfang und muss genau ab jetzt Buchführung machen. Steuerfreiheit für Kleinunternehmen. Genau, Teil des Gesetzes ist ja letztlich eine Steuerfreiheit für Kleinunternehmen, die weniger als 3 Millionen Dirham, also ungefähr 750.000 Euro Umsatz erwirtschaften. Aber diese Steuerbefreiung gilt nicht automatisch. Sie muss in der Körperschaftssteuererklärung beantragt werden. Also damit hat es was mit dem ersten Punkt zu tun. Also das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich mache 3 Millionen Umsatz oder weniger als 3 Millionen Umsatz. Ich mache einfach keine Buchführung, reicht einfach nichts ein. Nein, du musst Buchführung machen. Du musst die Körperschaftssteuererklärung ausfüllen, bearbeiten, einreichen und beantragst dort die Freistellung. Ganz wichtig, es gibt sogenannte Anti-Abuse-Regelungen, die verhindern, dass man einen etwaigen höheren Umsatz einfach auf mehrere Kleinunternehmen verteilt. Ja. Also ich könnte naiv sagen, gut, ich mache 5 Millionen Umsatz, gründe ich einfach 2 Unternehmen, jedes macht 2,5 Millionen Umsatz. Das funktioniert nicht. Die 3 Millionen Limit gelten übergreifend für alle Unternehmen, an denen du beteiligt bist oder in denen du Director bist, zumindest potenziell. Ja. Man kann dann natürlich eine getrennte Veranlagung beantragen und die wird auch, ich sage mal, bewilligt, wenn das eben tatsächlich unterschiedliche Unternehmen sind. Also wenn ein Unternehmen Schuhe verkauft, ein anderes Unternehmen verkauft Kuchen und ein drittes Unternehmen verkauft Zigaretten, ja, ganz klar, dann hast du 3 Unternehmen. Wenn du aber 3 Unternehmen hast und die verkaufen alle Schuhe, tja, dann ist ein bisschen schwierig zu argumentieren, dass du 3 Unternehmen hast. Noch eine Ausnahme, wer muss sich nicht für Steuern registrieren und muss auch keine Buchhaltung machen? Wie gesagt, hatten wir schon erwähnt, Kleinunternehmen bis zu 3 Millionen Dirham Umsatz sind vielleicht von der Steuer befreit, müssen aber trotzdem Buchhaltung machen. Wer keine Buchhaltung machen muss und sich auch gar nicht für die Steuer registrieren muss, also auch keine Steuererklärung einreichen muss, sind jetzt Freiberufler, Einzelunternehmer, die weniger als 1 Million Umsatz machen. Das sind circa 250.000 Euro. Wohlgemerkt, also das gilt nicht für Entities. Also wenn du eine Kapitalgesellschaft oder eine LLC gegründet hast, ja, dann gilt diese Regelung nicht. Aber wenn du Freelancer bist, Einzelunternehmer, irgendein Influencer, irgendein Anwalt, der dort lebt, und weniger als 1 Million Dirham Umsatz macht, dann musst du dich weder für die Steuer registrieren und auch keine Buchhaltung machen. Wenn du mehrere Kleinunternehmen hast, ja, die in Kombination nicht mehr als 1 Million Dirham Umsatz machen, dann gilt das selbstverständlich für alle deine Aktivitäten und nicht nur für eine. Wie verhält es sich mit Free-Zone-Firmen? Vielfach ist das Gerücht herumgegeistert, dass Free-Zone-Firmen angeblich von der Steuer befreit sind. Das ist definitiv nicht so. Definitiv nicht so. Es gibt auch definitiv keinen Bestandsschutz. Selbst wenn diese Free-Zone dir 50 Jahre Steuerfreiheit garantiert hat.
Diese Garantien sind hinfällig und das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt wurden. Ja. Die Regierung hat ganz klar anderslautende Versprechungen aus 2022 rückgängig gemacht. Ja. Mir ist klar, es gibt hier verschiedene Aussagen im Internet. Ich habe zum Beispiel selbst welche gefunden auf der Webseite von KPMG, die anderslautend sind. Aber das sind alles alte und überholte Beiträge, die nicht aktuell sind. Also definitiv, grundsätzlich gilt das Gesetz für alle bestehenden und für alle neuen Free Zone Entities. Man muss die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgeben, denn man kann sich, oder Free Zone Entities können sich von der Steuer befreien lassen. Erzähl uns dazu die Umstände. Das ist korrekt, ja. Also wenn man zum Beispiel im Bereich Rückversicherung, Schifffinanzierung oder Flugzeugfinanzierung tätig ist oder aber eben auch im produzierenden Gewerbe ist und in der Free Zone produziert, ja, dann bin ich möglicherweise von der Steuer befreit. Es gibt also eine Liste mit Aktivitäten, einige habe ich schon genannt. Wenn ich solche sogenannte qualifizierte Tätigkeiten ausübe und 95% meiner Gewinne stammen aus solchen Tätigkeiten, dann kann die Firma sich von der Steuer befreien lassen. Es spielt keine Rolle, ob die Umsätze der Free Zone Company im Inland oder Ausland generiert werden. Die Steuerbefreiung ist rein abhängig von der Art der Einkünfte. Die Befreiung erfolgt eben auch hier manuell und auf Antrag. Okay, und was muss man mit dem Antrag vorlegen? Man muss die Jahresabschlüsse der Gesellschaft testieren lassen von einem Wirtschaftsprüfer. Ja. Man kann nicht einfach selbst Jahresabschlüsse anfertigen oder den Steuerberater fragen, Jahresabschlüsse anzufertigen. Das muss der Wirtschaftsprüfer testieren und nur solche testierten Bilanzen werden akzeptiert. Und ganz wichtig, es muss ein lokaler Wirtschaftsprüfer sein, richtig? Genau, Wirtschaftsprüfer aus den UAE. Und jetzt noch als letzten Punkt, wenn man Permanent Resident in den UAE, in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, wie verhält es sich dann in dieser Situation? Grundsätzlich ein weiterer Punkt, der hier von ganz vielen nicht realisiert wurde, weil er nicht sehr viel in den Medien letztlich diskutiert wurde, ist die Tatsache, dass die UAE entschieden haben, wer unbeschränkt steuerpflichtig in Dubai und den UAE ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gibt ja keine Einkommensteuer, gibt es ja auch nach diesem Gesetz nicht, korrekt. Ja. Meine persönliche Meinung ist, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre eine Einkommensteuer eingeführt wird. Ja. Aber momentan gibt es keine. Aber dennoch ist es natürlich wichtig festzustellen, wann jemand unbeschränkt steuerpflichtig in den UAE ist. Denn wenn ich als dort unbeschränkt Steuerpflichtiger dann Geschäftsführer eines Auslandsunternehmens bin, dann hat dieses Auslandsunternehmen in den UAE eine Betriebsstätte und fällt damit auch unter die 9% Steuer. Damit heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ist ja egal, die Körperschaftsteuer ist mir dort egal, die 9%. Ich gründe einfach eine LLC in den USA und die leite ich dann von Dubai aus. Das funktioniert leider nicht, denn diese LLC wäre dann eben auch 9% steuerpflichtig in Dubai. Um es zusammenzufassen, ich bin unbeschränkt steuerpflichtig, wenn ich Permanent Resident bin und an mehr als 90 Tagen in den UAE anwesend bin. Oder aber dort eine Wohnung habe. Ja? Also das ist so nach dem deutschen Muster übernommen. Es reicht dort eine Wohnung zu haben, selbst wenn ich nur 1 Woche oder 2 Wochen pro Jahr da bin. Aber dann bin ich dort unbeschränkt steuerpflichtig. Ja? Dann gilt möglicherweise auch, dass alle Auslandsgesellschaften, die ich leite oder bin, die ich in der Leitung bin, dort steuerpflichtig sind. Dann Fazit das letzte Mal, Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate verlieren an Attraktivität. Stehst du noch zu dem Statement? Ja, absolut. Ja, also ich meine, es gibt ständig neue Gesetze und Regulierungen. Man hat ja schon die Mehrwertsteuer eingeführt, jetzt diese Körperschaftssteuer. Ich glaube, es ist noch ein kleiner Schritt von der Gewinnsteuer zur Einkommensteuer. Ja. Aber auch generell natürlich die ganze Frage ist, eine Erhöhung der bestehenden Steuer, Absenkung und so weiter und so fort von Freibeträgen ist jederzeit möglich. Ich meine, wir haben selbst gesehen, die Steuerbefreiung von Kleinunternehmen gilt nur bis Ende
2026, was dann passiert, wer weiß. Natürlich, wir wissen nicht, ob dies zu einem Exodus führen wird oder nicht. Mir ist schon klar, 9% sind gering. Aber ich kann natürlich eine solche Steuerlast von 9% auch in etlichen EU-Ländern erreichen bei weitaus geringeren Kosten. Ja. Und das war ja immer das Argument bisher. Ja. Das heißt, ich gehe dorthin nach Dubai, ich habe zwar vielleicht hohe Kosten für Wohnungen, Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort, aber dafür ist es komplett steuerfrei, ich muss keine Buchhaltung machen. So, jetzt sind diese beiden Parameter nicht mehr gegeben. Lohnt es sich dort weiterhin tätig zu sein oder nicht? Klar, wenn es dir gefällt, wenn du dort gerne bist, sicherlich, dann arrangiert man sich damit. Und es ist ja immer so, sagen wir genauso, die Steuern sind nicht der einzige Punkt, auf dessen Basis man Entscheidungen trifft. Ja. Es gibt etliche Dinge, die wichtig sind. Das Wetter, die Kultur, Menschen, die dort sind und so weiter und so fort. Gefällt es meiner Familie, ja oder nein? Also es gibt viele Punkte, die hier eine Rolle spielen. Ja. Okay. Wichtig ist nur, dass eben so diese totale Freiheit, wie man sie dort gekannt hat, es nicht mehr geben wird. Wir wissen ja letztlich, die UAE sind ein moderner Überwachungsstaat. Sobald ich die ID habe, weiß im Grunde jeder, was ich mache, wann ich ins Land rausgehe, wann ich reinkomme und so weiter und so fort. Ja. Man muss sehen, wozu das führt. Ich persönlich denke, dass auch die bisherige Praxis, einfach dort eine Free Zone zu gründen, die inaktiv ist, die nichts macht, ja, und die dann letztlich meine ID sponsert, dass dies in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Ja, also ich gehe davon aus, dass dort gesagt wird, die muss mindestens so viel Umsatz machen oder mir mindestens so viel Gehalt bezahlen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass letztlich dieser Status einfach so beibehalten wird. Und wie gesagt, jetzt mit dieser Regelung weiß ja, dass die Regierung dann, welche Free Zone Entities inaktiv sind, und man wird dann entscheiden, was dann zu tun ist. Wer jetzt noch Fragen zu diesem Thema hat, soll sich bei dir melden? Wir sind jetzt gar nicht hier negativ eingestellt gegenüber Dubai, aber da wir komplett länderübergreifend agieren und auch ergebnisoffen beraten, nehmen wir natürlich schon die Veränderungen hier wahr und würden vielleicht Dubai in Zukunft weniger Mandanten empfehlen als zuvor. Dennoch natürlich bleibt Dubai, zumindest als persönlicher Wohnsitz, attraktiv. Wir können dich zu Dubai und zu allen möglichen anderen Wohnsitzländern und Standorten für Unternehmen, von steuergünstigen Unternehmen beraten, buchen Beratungsgespräche, nimm Kontakt mit uns auf und dann lass uns hier dein Vorhaben im Ausland gemeinsam umsetzen. Super, Sebastian. Wie immer, vielen Dank für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Bis bald. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.